So, ausgecheckt aus dem Hotel. Wir haben jetzt überraschenderweise nicht einmal Steuern gezahlt, Kurtaxe, was ich irgendwo gelesen habe, für 6-7 Dollar pro Nacht und Person, aber wird schon so sein. Wir haben hier in dem LIC-Hotel einen brutal guten Aufenthalt gehabt, sehr sauberes Hotel, super Preis-Leistungs-Verhältnis, etwas laut. Und das Frühstück, mein Gott, ist halt sehr Eier, Speck, Marmelade, Porridge, das ist sehr übersichtlich, aber man kann überleben. Und ich denke, eine Woche durchaus machbar. Und ich habe gerade gesagt, was ich mitnehme oder was wir mitnehmen. Sorry? I've seen you somewhere before. So, jetzt ist der Jani auch noch New York berühmt worden hier. Ich bin auch noch jetzt, wie soll man sagen, gerade um ein Foto gebeten worden, um die Adresse meines YouTube-Kanals. Die New Yorker stehen auf mich, ich bin hier schon eine Berühmtheit. Ja. Wo ist der Walking Fame? Wo ist mein Stern hier am Boden? Demnächst, das ist dann im nächsten Clip. Aber was ich vorhin sagen wollte, was ihm, Mensch, der stürzt aus dem Lohn raus und sagt, ich kenne dich woher und du bist so berühmt. Glaubst du? Hat er nicht gesagt. Freilich, freilich hat er das gesagt. Auf alle Fälle, was wir aus der Stadt mitnehmen, ist eins, dass die Leute trotz aller Hektik dieser Megametropole von 11, 12, 13 Millionen Einwohnern hier brutal auf sich schauen und brutal hilfsbereit sind. Sowas haben wir bisher noch nicht erlebt in dieser Art und Weise. Also Daumen nach oben. Ein kleiner morgendlicher, sonntäglicher Spaziergang durch Queens. Eine sehr einfache Gegend. Eher fast schon ländlich. Pia trinkt hier einen Malzkaffee. Wir sind jetzt in einem kleinen netten Café in Queens und trinken hier unseren Abschlusskaffee. Der Jan ist ein doppelten Espresso, damit er einen Kaffee kriegt, und die Pia ihren malzigen Cappuccino. Hier könnte man aber gut frühstücken. Flughafen Newark, und jetzt gibt es noch Pizza vom Abflug. Die Pia und der Jani haben Hunger. Wir haben Hunger, sage ich.
Tschüss.